Hallo, in diesem Video möchte ich an einem besonders einfachen Beispiel zeigen, wie man die Schrödinger-Gleichung löst für ein Teilchen in einem Potentialtopf. Hier ist sie, die berühmte Schrödinger-Gleichung. Darin bedeuten das Delta, der Delta-Operator, die zweite Ableitung nach den Ortskoordinaten. V ist das Potential, in dem sich unser Teilchen befindet, und wir nehmen an, dass es sich um ein statisches Potential handelt, also nicht selbst von der Zeit abhängt, sondern nur vom Ort. Deswegen brauchen wir hier die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Psi ist die Wellenfunktion, die hängt durchaus von der Zeit ab, denn es soll ja eine Schwingung sein. Und auf der rechten Seite haben wir die Gesamtenergie des Teilchens E wieder multipliziert mit der Wellenfunktion. Es handelt sich also um eine Differentialgleichung zweiter Ordnung in den Ortskoordinaten. Wir wollen den einfachsten Fall betrachten. Wir haben einen unendlich hohen Potentialtopf, also hier haben wir beispielsweise ein Elektron, das befindet sich in einem Potentialtopf der Breite a und die Wände sind unendlich hoch, sodass dieses Teilchen diesen Topf nicht verlassen kann. Außerdem wollen wir noch annehmen, dass es sich um einen eindimensionalen Topf handelt. Das Teilchen kann sich also nur in x-Richtung ausbreiten. Mit diesen Annahmen vereinfacht sich die Schrödinger-Gleichung. Aus dem Delta-Operator wird dann nur die zweite Ableitung nach x. Und das Potential ist dann gleich 0 im Bereich von 0 bis a und ansonsten unendlich. Das heißt, außerhalb des Topfes muss die Wellenfunktion 0 sein. Wir suchen nun Lösungen dieser Differentialgleichung zweiter Ordnung, die sogenannten Eigenfunktionen dieser Gleichung. Dazu machen wir einen Ansatz, und zwar lässt sich das x und das t voneinander separieren. Das heißt, wir können unsere Wellenfunktion Psi, die von x und t abhängt, schreiben also ein Produkt einer Funktion, die nur von x abhängt, den nennen wir Phi, und einer zweiten Funktion, die nur von der Zeit abhängt, e hoch i Omega t, also eine Schwingung. Für die ortsabhängige Teilfunktion Phi können wir nun einen Ansatz machen. Da wir eine Differentialgleichung zweiter Ordnung haben, kann man die ja immer durch einen Ansatz lösen. Phi von x ist irgendein Faktor mal die Sinusfunktion plus ein anderer Faktor mal die Kosinusfunktion. Warum ist das ein guter Ansatz? Naja, wenn wir diese Funktion zweimal ableiten, da kommt eben wieder die gleiche Funktion heraus, nur vielleicht mit anderen Vorfaktoren und einem Minuszeichen. Als nächstes wollen wir die Vorfaktoren a und b bestimmen. Die bekommen wir, indem wir die Randbedingungen erfüllen. Wir müssen nämlich fordern, dass die Wellenfunktion bei x gleich 0 auch 0 ist. Das Teilchen darf sich hier nicht aufhalten. Daraus folgt, dass die Kosinusfunktion nicht vorhanden ist, b muss 0 sein. Ebenso muss die Wellenfunktion am rechten Rand bei x gleich a verschwinden. Und daraus folgt eine Bedingung für unsere Wellenzahl k, die muss nämlich n mal Pi durch a sein. Warum? Wenn wir für x a einsetzen, dann steht hier n mal Pi. Die a's kürzen sich weg und Sinus von n mal Pi ist immer 0, also ist auch die Randbedingung am rechten Rand erfüllt. Setzen wir nun diese Funktion Phi in unseren Ansatz hier ein, dann bekommen wir bereits die Wellenfunktion Psi. A mal Sinus n Pi durch a mal x mal den Zeitfaktor e hoch minus Omega t. Schon haben wir eine Lösung unserer Schrödinger-Gleichung. Und zwar nicht nur eine Lösung, sondern n Lösungen. Wir sehen nämlich hier, dass diese Zahl n beliebig eine ganze Zahl sein kann. Wir haben unendlich viele Eigenfunktionen für unsere Situation. Was kann man sich darunter genau vorstellen? Ja, wählen wir mal n gleich 1, dann bekommen wir eine Sinusfunktion im Ort. Das wäre unsere Wellenfunktion Psi für n gleich 1. An den Rändern hat sie den Wert 0. Für n gleich 2 bekommen wir eine Wellenfunktion, die die halbe Wellenlänge hat. Auch hier verschwindet sie an den Rändern, macht aber 2 Schwingungen. Entsprechend für n gleich 3
und so weiter. Gut, als nächstes wollen wir die Eigenwerte E dieser Wellenfunktion berechnen. Das sind also die Energiezustände des Teilchens in diesem Potentialtopf. Dazu nehmen wir wieder die Schrödinger-Gleichung in der vereinfachten Form, setzen jetzt unsere Funktionen ein, die wir gerade gefunden haben. Diese Funktion setzen wir hier ein. Sie muss zweimal nach x abgeleitet werden. Dadurch kommt zweimal der Faktor nPa nach der Kettenregel davor multipliziert. Das sehen wir hier. Und natürlich noch ein Minuszeichen. Der Sinus zweimal abgeleitet gibt ja ein Minuszeichen, was dieses hier aufhebt. Dann ist das Ergebnis positiv. So, dann vergleichen wir mal rechte und linke Seite. Dann kann man das Psi auf beiden Seiten wegstreichen. Und durch den Vergleich bekommen wir, dass die Energie unseres Teilchens im Potentialtopf ist n² mal h² durch 2m mal Pi durch a². Kann man so schreiben. Das n² habe ich rausgezogen, damit man es hier besonders deutlich sieht. Was bedeutet es hier in unserem Bild? Wenn wir hier eine Energie E1 haben auf der Energieskala nach oben für die Wellenfunktion Psi1, dann gibt es für Psi2 ein anderes Energieniveau, das 4-mal so hoch, nämlich 2² höher liegt als die Wellenfunktion Psi1 und Psi3 würde dann 9-mal so hoch hier oben liegen. Also, wir erhalten diskrete Energieniveaus, die sind proportional zu n², steigen also immer schneller hier an. Es gibt eine Mindestenergie E1, h² durch 2m mal Pi durch a². Das nennt man den Grundzustand. Das ist die niedrigste Energie, die unser Teilchen in diesem Potentialtopf überhaupt haben kann. Sie kann nicht die Energie 0 annehmen, sondern hat diese Minimalenergie. Und wir sehen, dass diese Energieniveaus reziprok, also umgekehrt proportional sind zur Masse des Teilchens. Je leichter das Teilchen ist, desto mehr Energie hat es. Und reziprok zur Breite des Potentialtopfs. Das heißt, wenn wir unseren Topf schmaler machen, dann steigen auch die Energien an. Je enger wir das Teilchen einsperren, desto größer wird seine Energie, bei dem es hier hin und her läuft. Gut, es bleibt noch die Amplitude a unserer Wellenfunktionen zu berechnen. Das a sehen wir hier, das ist also die Maximalauslenkung unserer Wellenfunktion. Diese Amplitude bekommen wir aus der Normierungsbedingung, nämlich wenn wir Psi-Betragsquadrat bilden und das über den gesamten Raumbereich, in dem sich die Wellenfunktion aufhält, integrieren, hier kann das nur von 0 bis a sein, dann muss die Teilchenzahl herauskommen, also in dem Fall die 1. Warum? Psi-Betrag² ist nichts anderes als die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens. Und die über den gesamten Raum integriert, muss eben die Teilchenzahl ergeben. Gut, wir setzen für Psi unsere Lösung von hier oben ein. Streng genommen betrachte ich hier nur die Ortsfunktion Phi, also nur diesen Teil, das e hoch i Omega t, vernachlässige ich hier, da ich ja nur über den Raum integriere. So, was entsteht dabei? Durch das Quadrieren habe ich vor dem Integral ein a², das ist eine Konstante, die ich aus dem Integral herausziehen kann. Im Integral bleibt der Sinus Quadrat stehen. Dieses Integral kann man mathematisch lösen durch eine Substitution. Wir ersetzen npi durch a mal x durch ein z. Dementsprechend ist dx gleich a durch npi dz. Ersetzen hier diese Größen. Dann sieht unser Integral so aus. Der Integrand lautet jetzt Sinus Quadrat z dz. Wenn ich für x a einsetze, hier an dieser Stelle, dann ist z eben gleich npi durch a mal a, also npi lautet dann die obere Grenze, die untere Grenze bleibt natürlich 0. Dieser Vorfaktor, der kommt von hier, das wird wieder vor das Integral gezogen.
Nun kann ich den Wert dieses Integrals, Integral Sinus Quadrat z dz in der Integraltafel nachschauen. Das ist z halbe minus Sinus 2z durch Viertel in den Grenzen von 0 bis nπ. Und nun kann ich diesen Bruch hier wegstreichen, denn wenn ich nπ für z einsetze, steht hier immer Sinus von 2nπ und das ist immer 0 und bei der unteren Grenze natürlich genauso. Ich brauche also das nπ nur hier vorne bei diesem z einzusetzen, kann dann das nπ mit diesem np lustig kürzen, es bleibt nur übrig a halbe mal a Quadrat muss 1 ergeben. So, das lösen wir jetzt einfach nach a auf, bekommen wir a gleich Wurzel aus 2 durch a. Das ist unsere Amplitude. Wir erkennen hieran, dass das a, das Groß A, die Amplitude, gar nicht von n abhängt. Das hat sich nämlich hier alles rausgekürzt. Mit anderen Worten, die Amplitude hängt gar nicht von der Quantenzahl n ab. Die ist immer gleich groß. Sie hängt lediglich ab von der Breite a unseres Potentialtopfs. So, damit können wir alles zusammenpacken. Jetzt lautet also die komplette Lösung für unsere Wellenfunktion Psi_n von x und t ist Wurzel aus 2 durch a mal Sinus nπ durch a mal x mal den Zeitfaktor. Eine Sache noch, um diese Lösung nun möglichst anschaulich hier zu verstehen, schauen wir uns noch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens im Potentialtopf an. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist ja Psi Betragsquadrat und jetzt quadrieren wir die Lösung von vorhin. Auch hier beschränke ich mich mal auf die Ortsabhängigkeit, ist dann einfach 2 durch a mal Sinus Quadrat diesen Faktor mal x. Wie sieht das aus? Für die Grundfunktion Psi1 bekommen wir hier eine Sinus-Quadrat-Funktion, die ist 0 an den Rändern, wie es sich gehört. Hier darf das Teilchen sich nicht aufhalten, aber in der Mitte haben wir die höchste Aufenthaltswahrscheinlichkeit und dazwischen ist das Teilchen wie eine dichte Wolke verschmiert. Und für n gleich 2 hat das Teilchen die vierfache Energie. Dafür hat sie jetzt 2 Maxima, 1 hier und 1 hier. Und so weiter. Für die Quantenzahl n gleich 3 hätte sie 3 Maxima mit der 9-fachen Energie. So kann man sich schön anschaulich vorstellen, wo sich das Elektron in diesem Topf hier aufhalten kann. Okay.